Herzlich willkommen zu OHM, die Baudokumentation. Ich stehe hier zwischen Griechenland und Russland auf der großen Baufläche, wo einiges Neues entstehen wird. Ein großes Projekt werden wir hier ganz genau begleiten in dieser Baudokumentation. Ich bin Patrick, bin Projektverantwortlicher für hier dieses Projekt und möchte euch eigentlich zusammen mit Lukas, der irgendwie noch nicht da ist, durch diese ganze Baudokumentation führen. Jetzt muss ich aber mal gucken. Lukas für Patrick, hörst du mich? Hallo. Ja, Lukas hört. Wir haben angefangen. Oh, ich bin unterwegs. Ich denke mal, er kommt gleich. Bis Lukas da ist, schon mal ein paar Fakten hier zum Gelände. Das Gelände, auf dem wir hier stehen, ist 20.000 Quadratmeter groß. Da bringt man locker 40 Mehrfamilienhäuser drauf. Oder eine Achterbahn. Und genau die bauen wir auch hier. Das hier ist die erste Achterbahn seit Eurosat 2018, die wir ja überarbeitet haben. Und es wird die erste große Achterbahn seit eigentlich Wodan, kann man sagen. Ja, Wodan wurde 2012 gemacht. Hier sind wir über 10 Jahre später wieder dran und bauen eine neue Attraktion. Der feine Herr hat es auch geschafft. Ja, ich habe es auch geschafft. Okay, danke, wunderbar. sehr freundlich. Ich meine, wer pünktlich anfängt, kann auch pünktlich aufhören. Also Machen wir weiter, oder? ja, so machen wir es. Direkt, wo ich hier stehe, stand die große, immer wieder Sonntagsbühne. Stefan Rossi wird seine Gäste ab diesem Sommer in Rolantica begrüßen. Da wird eine neue Arena aufgebaut. Jeder, der auch die Sendung immer wieder sonntags kennt, kennt wahrscheinlich auch die große Satellitenschüssel. Patrick, zeig doch mal, wo die stand, die Schüssel. Der Stahl musste weichen, macht Platz für neuen Stahl. Seid gespannt, was da kommen wird, aber genau deswegen seid ihr hier. Ebenso hier in dem Bereich hatten wir rechts einmal unser Traumzeitdom, die große Kuppelprojektionsshow. Leider nicht mehr da, aber wie gesagt, das Gute muss auch mal weichen für was Tolles Neues. Links daneben, einmal von hier, der Ballonflug. Verabschiedet euch nicht vollständig von dem, wer weiß, vielleicht kommt sie irgendwann mal wieder. Willkommen zurück. War gut, ne? Ja, war schön, hat gut funktioniert. Bist du am Schwitzen? Ja, die Stelle für unsere zukünftige Erweiterung der Achterbahn, die wir planen, ist sehr, sehr wichtig für den Europapark. Schließlich geht eine der beiden Hauptverkehrsachsen zwischen dem griechischen Themenbereich und der Ice Show und der geplanten Achterbahn einher. Und jede Veränderung, die man in der Dynamik von so einem Park macht, mit dem Europapark, ist sehr, sehr sensibel. Nämlich, man muss immer wieder in Frage stellen, ist der Weg breit genug? Haben wir genug Toiletten? Haben wir genug Shoppingmöglichkeiten vorhanden? Aber wir sind sehr guter Dinge, weil wir ein gutes Team haben mit guten Planen und viel Know-how, oder Patrick? Ja, klar, es ist nicht ganz einfach an dieser Stelle. Wir sind hier sehr kompakt. Ist auch eine der wenigen Ecken im Park, die wir eigentlich noch frei haben. Also wir haben hier für dieses ganze Gelände, auch was hinten dran noch kommt, haben wir einen Plan für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und da werden wir jetzt nach und nach immer mehr auch erschließen. Das bedeutet aber auch für uns, dass wir extrem kompakt bauen müssen, dass wir clever bauen müssen, dass wir auf verschiedenen Ebenen bauen müssen und so dieses Gelände, das wir hier zur Verfügung haben, noch möglichst gut ausnutzen können. Wir stehen hier an der zweiten Zutrittsmöglichkeit zu unserer neuen Erweiterung. Und auch wenn es jetzt so aussieht, als wären wir irgendwo außerhalb vom Park, wir sind eigentlich mittendrin. Direkt hier, 10 Meter von uns weg, steht direkt Euromir. Wir sind direkt im russischen Themenbereich, einfach mal durch dieses Tor. Und schon sind wir mitten im Geschehen. Also am Ausgang der Euromir, aber Genau, ja. ehemals Ausgang vom Traumzeitdom übrigens. Von hier hat man dann auch einen richtig, richtig schönen Blick über die Achterbahn. Also das wird hier eine neue, wunderbare Sichtachse. Ja, Lukas hört. Ich müsste einmal los, Patrick, Ja, aber nee, alles gut, ich muss wirklich los. Mach du einfach mal weiter. Erzähl doch mal von der Geschichte von der Achterbahn, wie es begonnen hat. Die ganze Und Geschichte dann von der Achterbahn. Erzähl mal, wie es begonnen hat. Ich muss wirklich... Warte mal. Die ganze Geschichte. Ja gut, dann halt. Kontrollierte Gefahr, wohldosiertes Adrenalin, bahnbrechende Technik. Begeben wir uns auf eine faszinierende Reise durch die beispiellose Erfolgsgeschichte
der Achterbahn. Mit ihren Höhen und Tiefen. Faszination Achterbahn. Mit Ingenieur Patrick Marx. Die Wiege der Achterbahn, also der gravitationsbetriebenen Vergnügungsfahrgeschäften, liegt in Russland, genauer gesagt in St. Petersburg. Hier haben die Menschen Rampen aus Holz gebaut und diese mit Eis bedeckt und sind dann mit Eisblöcken heruntergerutscht. Noch heute sagt man in verschiedenen Sprachen zur Achterbahn auch russische Berge. Manche Historiker behaupten, Napoleon hätte die Bahn nach Frankreich gebracht. Das kann man heute nicht mehr so genau sagen. Jedenfalls in Frankreich gibt es nicht so viel Schnee, da musste eine andere Lösung her. Also wurden an Schlitten Räder montiert und diese großen Holzberge heruntergeschubst. Eine dieser Anlagen war Promenade Aérienne. Sie war in Paris und um die 30 Meter hoch. Das ist ungefähr so hoch wie 18 Napoleons. Wusstet ihr eigentlich, dass es im Garten von Moulin Rouge eine Achterbahn gab? Die war ganze 200 Meter lang. Beste Bahn ever! Die Achterbahnen, die heute den modernen Achterbahnen am ähnlichsten sind, die sind dann in Amerika entstanden. Genauer gesagt in Coney Island bei New York. Da wurden zum ersten Mal Achterbahnen in einem 0- oder in einer 8-Form gebaut, sogenannte Scenic Railways oder auch Aussichtsfahrten. Nicht selten wurde diese Holzbahn auch mit Felsen überbaut oder umbaut, sodass die Fahrt in einem künstlichen Gebirge stattgefunden hat. Man war nicht besonders schnell, aber es war doch ein Erlebnis, das der heutigen Achterbahn sehr nahe kommt. Auch in Europa haben wir noch heute solche Achterbahnen wie die zum Beispiel 72 Jahre alte Hochschaubahn im Wiener Prater oder die Rutschebahnen im Tivoli Gardens mit unglaublichen 108. Halte mal. Was machst du hier eigentlich? Ich sollte die Geschichte von der Achterbahn erzählen? Ja, aber von unserer Achterbahn. Ja, langweil die Leute doch nicht mit dieser ellenlangen Geschichte. Das will doch kein Mensch wissen. Kann ich wenigstens den Satz noch fertig machen? Ja, Danke. bitte. Jahren. Patrick, wusstest du eigentlich, bevor wir uns dazu entschieden haben, die Achterbahn neben Griechenland zu bauen, war hier mitten in England eine Idee für den Beginn der Achterbahn? Ja, das war damals schon mein Projekt, natürlich weiß ich das. Ah ja, stimmt. Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil eigentlich haben wir uns überlegt, welcher große Themenbereich hat noch keine Hauptattraktion. Und das war England. England hat zwar schöne Attraktionen, aber die Hauptattraktion fehlt. Deshalb haben wir uns überlegt, können wir hier eine Achterbahn starten lassen und dann weiterführen, um es irgendwie dann spannender und größer zu machen. Hier im englischen Themenbereich haben wir ehrlicherweise schon relativ beengte Platzverhältnisse, weswegen es natürlich schwierig geworden wäre, eine komplette Achterbahn hier aufzubauen. Wir hätten mehrfach über die Paradestrecke müssen, wir hätten an der Eisshow vorbei müssen. Das war alles irgendwie dann zu viel und war dann zu wenig für den Effekt. Aber das war tatsächlich so der Punkt, hier hat es angefangen mit der Achterbahn. Das Spannende finde ich, wenn man die Layouts vergleicht, so ein paar, nicht Elemente, aber zumindest eine grobe Orientierung haben wir uns ja durchaus beibehalten. Ja klar, man kann ganz klar sagen, das hier war so die Geburtsstunde der Achterbahn-Idee, wie die Achterbahn sein soll. Sie ist jetzt ein bisschen anders geworden, sie ist sogar länger geworden jetzt, aber es ist halt einfach nicht mehr in England. Wir sind sehr nah am Wasser, wir haben einen sehr hohen Grundwasserspiegel in Rust, das heißt, wir müssen sehr viele Bodenverbesserungsarbeiten machen. Was für Arbeiten? Bodenverbesserungsarbeiten. Okay. Kranplätze müssen verdichtet sein. Ich verstehe trotzdem noch nicht, warum wir jetzt hierhin haben laufen müssen. Hier ist Wasser. Okay. Ja, eigentlich gibt es jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Nee, ich hatte jetzt überlegt, aber noch ein paar Fakten raushauen, aber ich meine, das wäre auch ein Menge, bisschen Züge, ob Mediabase ist. Anzahl Inversionen, aber das interessiert am Ende interessiert niemand. Nee, komm, machen wir Schlussbild wir und dann gehen wir raus. Genau, super. Das war die erste Folge unserer Baudokumentation. Ab sofort gibt es die monatlich. Monatlich. Kostenlos auf VJoy. Das, was wir hier bauen, wird richtig groß. Wirklich groß. Größer. Noch ein Stück. Noch ein bisschen größer. Noch einmal größer. Ja, noch ein bisschen. So groß. Genau, so groß wird's.